Ja, wer erinnert sich noch an aus Schulzeiten hat das wahrscheinlich jeder, an den Eröffnungsdialog von Goethes Faust, wo Faust da in seinem Studienzimmer sitzt und völlig frustriert über sein Verständnis der Welt ist. Ja, er hat zwar unglaublich viele Bücher gelesen, kennt ganz viele Worte und kommt von einem Wort zum nächsten, aber was ihn verzweifeln lässt, ist, dass es ihm trotzdem nicht erlaubt, die Welt im Innersten zu verstehen. Und was man zumindest sagen kann für die Welt der Menschen, offenbar ist Geld das, was die Welt zusammenhält. Ja? Geld regiert die Welt. Und ich habe in meinem Leben jetzt schon 4 verschiedene Währungen oder mich mit 4 verschiedenen Währungen wirklich adoptieren müssen, obwohl ich noch nie das Land verlassen habe. Also ich bin eigentlich dort geblieben, wo ich geboren bin. Das erste war die Ostmark, dann kam mit der Wiedervereinigung die D-Mark, an die ich und andere sich gewöhnen mussten. Dann 10 Jahre danach der Euro und vor 10 Jahren ungefähr Bitcoin, dass ich Bitcoin entdeckt habe. Und ja, das erste Geld, das war ein sozialistischer Unsinn. Das zweite Geld war schon aus ökonomischen Gesichtspunkten ziemlich hart und gesund, aber halt nur ein recht kleiner Fleck auf diesem Planeten, wo die Verbreitung war. Das dritte Geld hat zumindest kontinentale Reichweite, ja, und nach einer kurzen Euphoriephase, dass wir jetzt einen Kontinent mit einem Geld haben, hat dann zumindest bei mir relativ schnell auch die Ernüchterung eines Whatever it takes Albtraum. Also zu jedem Preis wird dieses Geld politisch am Leben gehalten. Und das vierte Geld, Bitcoin, hat zumindest globale Reichweite, aber hat noch keine örtliche oder lokale Dichte. Ja? Es ist relativ schwer, damit, wenn man jetzt an einen Ort der Welt geht, da alles damit jetzt schon machen zu können. Ja? Und das hat mich dann zu der Frage gebracht, dass offenbar Geld kommt und geht. Also es scheint kein stabiles Isotop wie bei den Atomen zu sein. Und was kommt nach Bitcoin oder was kommt als nächstes? Ja? Wird es vielleicht irgendwann mal ein finales Geld, ein endliches Geld geben oder brauchen wir irgendwann gar kein Geld mehr? Das sind so die Beweggründe. Und während Faust zunächst sehr viele Humanwissenschaften studiert hatte und sich dann der Alchemie zugewendet hatte, was im Prinzip die Vorstufe oder die Vorgängerwissenschaft unserer heutigen modernen Naturwissenschaften angesehen werden könnte, denke ich, dass man jetzt in 2021 keinen Pakt mehr mit dem Teufel schließen muss, um zu seinen Antworten zu kommen und dass diese Disziplinen, die ich hier genannt habe, schon sehr gute Antworten liefern, wenn man sie kombiniert. Und die erste, die Praxeologie, das ist vielleicht die am wenigsten bekannte, die ist die Wissenschaft, die Ludwig von Mises quasi benannt und entwickelt hat, die ja im Prinzip die wissenschaftliche Methode hinter der sogenannten österreichischen Schule der Ökonomie ist. Ja. Und da aber nicht jeder jetzt von meinen Zuhörern in all diesen Wissenschaften auf dem neuesten Stand sein kann, mache ich mal eine kurze Zusammenfassung. Und die könnte man so betiteln, dass alles, was es gibt, einfach bloß Information ist. Ja. Nehmen wir mal diesen Nagel, ja, der besteht aus Atomen, ja, da kann man mit einem Mikroskop reinzoomen und wir können auch neuerdings Fotos von einzelnen Atomen machen, seit 2013 ungefähr. Wir können aber noch tiefer reinschauen. Ja. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen, die wiederum aus Elementarteilchen bestehen. Die kann man jetzt aber nicht wirklich, kann man keine Fotos davon machen, das sind jetzt mathematische Modelle, die dann rauskommen und die sind auch für sich alleine genommen nicht stabil. Die kommen in unser dreidimensionales Universum für einen kurzen Moment rein und verschwinden dann wieder. Und das nennt man, oder dieses Universum oder diese unterste Ebene nennen wir die Raumzeit oder das Quantenfeld. Ja? Und die Raumzeit, da geht es dann nicht mehr tiefer. Also da haben wir dann wirklich einen Punkt, wo die kleinste Einheit, die denkbar ist, ermittelt werden kann oder bestimmt werden kann in Zahlen. Und
Die kleinsten Einheiten, das sind halt die Kantenlängen, das sind eine Planck-Einheit und die bilden solche Flächen, solche Dreiecke. Und jede dieser Fläche, die besteht ja aus irgendwas oder enthält etwas. Und da sagt man, die enthält eine Einheit Entropie. Also, was ist jetzt Entropie? Das ist ein neues Wort. Die bestehen aus Bits sozusagen. Also in jeder so einer Fläche kann man sagen, ist ein Bit. Und das ist das vielleicht, was viele kennen. Ja? Ein Bit ist entweder 1 oder 0. Wahr oder falsch in einer Boolschen Logik. Das ist High oder Low. Also aus der Elektrotechnik sind das Symbole. Es sind immer zwei gegensätzliche Symbole. Das ist jetzt eher aus der Signalverarbeitung, Top oder Down. Aus dem Morse-Alphabet, Punkt oder Strich. Und man könnte auch sagen, Yin und Yang ist was Binäres. Ja? Das sind zwei gegensätzliche, klar unterscheidbare Zustände. Ja? Und die Planck-Flächen, die haben halt eine Besonderheit, das sind sogenannte Qubits. Und Qubits sind gleichzeitig 1 und 0. Ja? Es sei denn, ein Beobachter, schaut ganz genau hin und dann kollabiert sozusagen dieser Zustand in entweder 0 oder 1, in eins der beiden. Das ist jetzt ein bisschen Quantenphysik. Und man spricht, das ist jetzt im Prinzip das, was man verstehen müsste, man spricht von einer hohen Entropie, ja, wenn die Ungewissheit maximal ist, wenn ich nicht weiß, ist es 0 oder 1. Andere Worte dafür sind auch Zufall, Instabilität, und geringe Entropie bedeutet, wir haben Gewissheit, Ordnung, Stabilität, und das ist das, was man häufig auch als Information bezeichnet. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Informationstheorie. Man muss sich also unser Universum eigentlich als einen gigantisch großen Quantencomputer vorstellen und sich daran gewöhnen oder sich damit abfinden, dass das einen gewaltigen Pool oder ein gewaltiges Maß an Instabilität und Ungewissheit sozusagen uns das Universum gibt. Und am Ende ist bloß alles Information, auch dieser Nagel. Ja? Und wenn ich jetzt verloren habe in diesem kurzen Ausflug da in die Physik und Quantenphysik und Informationstheorie, man muss sich das Universum quasi oder dieses Quantenfeld als einen großen Ozean an Unsicherheit vorstellen, und in diesem Ozean gibt es zum Glück Inseln der Stabilität, also Dinge, die gewiss sind, ja, die beständig sind. Und die lassen sich mathematisch beschreiben, und wo die Wellenfunktionen miteinander sich überlagern, entsteht dann das, was wir Materie nennen, oder das sind die Dinge, aus denen wir bestehen. Ja? Und wir haben inzwischen fast alles, was stabil sein kann in diesem einsteinischen Universum, haben wir gefunden, kategorisiert und auch ein schönes System gefunden, wie wir da gewisse Eigenschaften herleiten können. Und die Dinge, die uns jetzt in der Ökonomie beschäftigen, das sind entweder die rohen Elemente, die wir hier sehen, oder stabile Vereinigungen oder Kombinationen daraus, entweder von der Natur geschaffen oder vom Menschen geschaffen. Ja, aber im Prinzip die Dinge, die man auf den Märkten handeln kann und für die es auch Preise gibt, sind entweder diese Rohelemente oder Kombinationen davon. Und die Frage ist jetzt, wenn alles nur Information ist, ja, vielleicht sind wir dann irgendwann so weit, dass wir einen Supercomputer bauen können, der uns alle möglichen stabilen Kombinationen aus dieser Mathematik berechnen kann, und dann brauchen wir vielleicht irgendwann kein Geld mehr, wie in Star Trek, und können uns alles, was wir wollen, einfach quasi mit Energie aus einem Computer produzieren. Und das wird aber nicht der Fall sein, weil dieses Universum gibt gewisse Regeln vor oder Beschränkungen vor. Ja, das eine ist die Lichtgeschwindigkeit, dass sich Information nicht schneller als Licht ausbreiten kann und nicht überall gleichzeitig da sein kann. Und abgeleitet davon gibt es die sogenannte Bekenstein-Grenze, die gibt vor, wie viel Information sich in einem bestimmten Teil der Raumzeit auf einmal befinden kann, bevor das in ein schwarzes Loch kollabiert. Also wir können nicht beliebig viel an einem Ort speichern, ja, das wird immer begrenzt sein. Und die Bremermann-Grenze, wie schnell man maximal in diesem Universum Informationen verarbeiten kann. Ja. Und das heißt, wir müssen uns damit abfinden, und auch was Friedrich August von Hayek quasi gepredigt hat, wofür er auch den Nobelpreis bekommen hat, ist, das Wissen wird immer verteilt sein. Also wir werden vermutlich nicht in die Situation kommen, dass irgendwo in diesem Universum jemand ist, der alles weiß. Und die Gegenmeinung dazu oder etwas aus der Hauptstromökonomie ist im Prinzip dieser Versuch, wirklich die komplette Wirtschaft und das Handeln der Menschen in Formeln zu packen. Ja, das ist jetzt hier vielleicht
aus den 60ern, 70ern, die Tauschgleichung von Irvin Fisher, an die sich jetzt die ersten Zentralbanker noch wie Alan Greenspan gehalten haben, wo man gedacht hatte, ja, wenn man die Geldmenge erhöht und alles andere relativ konstant ist, dann erhöhen sich nur die Preise, aber die Geldmenge zu erhöhen ist etwas Neutrales sozusagen. Ja, es hat keinen wesentlichen Einfluss und ja, da gab es auch eine große Kritik an der Umlaufgeschwindigkeit. Da ist vielleicht Daniel Experte. Eine gute Geschichte, die das indirekt kritisiert, ist der Momo von Michael Ende, wen das interessiert. Ja, und so sieht die Anmaßung von Wissen, wie es Friedrich August von Hayek bezeichnet hat, so sieht es heute aus. Also so versucht man zu bestimmen, welchen Nominalzinssatz müssen wir ausrufen, um dann in der nächsten Periode bei einer bestimmten Inflation zu liegen. Ja? Und auch hier gibt es genügend Formeln und Annahmen, dass man im Nachhinein immer wieder sagen kann, ja, es hat nicht geklappt, weil es wurde irgendwas nicht richtig gemacht. Aber das versinnbildlicht so ein bisschen diese Anmaßung von Wissen und was diese mathematischen Modelle komplett ignorieren, ist, dass es sich bei den Subjekten, die man da versucht in Formeln zu packen, um Individuen handeln, die lernfähig sind und eigene Entscheidungen treffen. Und was vor 400 Jahren Richard Cantillon schon gesagt hat, ist, dass eine Ausweitung der Geldmenge niemals neutral ist, zumindest nicht für einzelne Menschen. Ja? Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, dass es immer Verlierer und Gewinner bei diesem Spiel gibt. Und wenn das nicht durchs Universum gewürfelt wird, wer der Gewinner und Verlierer ist, sondern weil die Gewinner sitzen immer im gleichen Feld, dann hat das auf eine lange Zeit natürlich massive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich mal mit dem Cantillon-Effekt im Detail zu beschäftigen. Gut, das ist eher das, was jetzt als Annahme für den Rest meines Vortrags, also Wissen war und wird immer verteilt sein. Wir werden nicht diesen Supercomputer haben, der alles berechnen kann. Und die Frage ist jetzt, wozu brauchen wir Geld? Ja, Geld hilft uns bei einem Entscheidungsfindungsproblem. Wenn alles Information ist, dann kann jeder, der irgendwas Stabiles findet oder herstellt oder erfindet, kann diese Erfindung oder seine Entdeckung auf den Markt anderen zur Verfügung stellen, damit sie auch von anderen entdeckt werden kann. Ja? Und Geld ist dabei eine Seite jeder dieser Transaktionen und hilft dabei, dass quasi diese unglaublichen Informationsmengen, wenn alles aus Informationen besteht, in kleine komprimierbare Preise übersetzt wird, ja? Die man schnell verstehen kann. Ja? Man kann sich das vielleicht wie so ein ZIP-File vorstellen. Ja? Also man kann es einfacher, schneller versehen. So. Und wenn es jetzt aber kein Geld gibt, also irgendein Ding, was auf jeder Seite oder eine Seite jeder Transaktion ist, dann ist diese Preisfindung nicht möglich und man bekommt auch nicht das Signal, also diese verkürzte Information. So, und deswegen gibt es die zwei Möglichkeiten, die man hat. Entweder man hat eine Gesellschaft, die auf einem Naturaltausch basiert, die ist dann aber sehr eingeschränkt, sehr limitiert, oder eine unglaublich vielfältige Welt, die einen Koordinationsmechanismus über die echten Preise, über die Preisfindung benötigt. Und wer lieber in so einer Welt leben will, wird immer etwas brauchen, was wir als Geld bezeichnen, ja? Was die Handlungen der einzelnen Menschen in einer Gesellschaft koordiniert. Und deswegen sind das jetzt die Axiome, die ich für den Rest des Vortrags mal als Grundlage legen möchte, dass Märkte helfen uns dabei, Stabilität in diesem unsicheren Universum zu entdecken. Geld ist notwendig, um diese Stabilität messen zu können, also dass man verschiedene Dinge miteinander vergleichen kann, quantifizieren. Und Wert bedeutet Stabilität. Ja? Also nur Dinge, die irgendwie stabil sind, haben Wert für uns. Wir brauchen einen stabilen Planeten, um zu existieren, das hat einen Wert. Wir brauchen, wir Menschen brauchen Stabilität, um existieren zu können. Ja, und das ist die Frage, welches Werkzeug nutzt man idealerweise, um Wert zu messen. Ja? Und das Problem ist, Werte sind subjektiv. Ja? Das haben diese Herren in der Marginal Revolution, hieß es, herausragend ausgearbeitet. Es gibt aus der Praxeologie das Gesetz des abnehmbaren Grenznutzen. Das ist das gleiche Ding, wenn ich mehrere Einheiten davon habe, dass die eigentlich nicht alle gleich wertvoll sind. Ja? Wenn ich in der Wüste bin und schon seit 3 Tagen nichts zu trinken hatte, dann
ist die erste Flasche Wasser mir alles wert, was ich haben kann, aber die zweite schon, wenn mein Durst gestillt ist und dort die nächste Stadt in Sichtweite ist, hat dann nicht mehr den gleichen Wert. Ja? Das ist quasi das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Man kann sagen, Wert ist relativ in Raum und Zeit. Ja? Selbst für den gleichen Beobachter zu unterschiedlichen Zeitpunkten hat das gleiche Ding oder kann das gleiche Ding, das gleiche Objekt unterschiedlichen Wert haben. Ja? Selbst für den gleichen Menschen. Es ist abhängig vom Beobachter, ähnlich wie in der Relativitätstheorie. Ja. Was für den einen ein Müll ist oder Abfall, kann für den anderen ein Schatz sein. Und wenn Wert absolut oder objektiv zu bestimmen wäre, dann könnte man den ökonomischen Wert auch als Zahl ins Periodensystem der Elemente schreiben und dann könnten alle Dinge einfach nur die Summe dieser Werte sein und wir könnten mit Mathematik objektiv den Wert von Dingen bestimmen. Ist aber nicht so. Werte sind subjektiv. Ja, das sind jetzt Eigenschaften für Geld, auf die sich, glaube ich, jeder einigen würde. Also selbst Ökonomen, die nicht jetzt der österreichischen Schule der Ökonomie anhängen, sondern vielleicht dem Neu-Keynesianismus. Trotzdem würden alle sagen, Geld muss abzählbar sein, es muss teilbar sein, es sollte möglichst homogen sein. Das heißt, jede Einheit eines Geldes sollte ununterscheidbar von der anderen sein. Nicht, dass ich sagen kann, dieses eine Geldstück, was den gleichen Wert haben soll, ist aber nicht ganz so genau. Und Geld sollte auch stabil sein. Ja, das sieht man auch in den Worten der Zentralbanken. Es geht darum, um Stabilität bei Geld. Ja. Und wie haben wir in der Vergangenheit Dinge gemessen? Ja, beim Kilogramm oder bei Gewicht oder bei Längen haben wir immer versucht, das stabilste Medium zu finden als Referenzelement, das uns in die Hände gekommen ist. Ja, es war erst Eisen, aber Eisen rostet mit der Zeit, verliert halt Gewicht. Jetzt ist man bei Platin-Iridium-basierten Legierungen für das Prototyp, im Louvre ist das, glaube ich, das Prototyp Kilogramm. Bei den Längen war es erst Stein und dann ebenfalls so Titan-Legierung. Also man hat immer versucht, wenn man Dinge messen will, man braucht ein stabiles Referenzelement und dann setzt man alles relativ dazu. Das heißt, auf der Suche nach einem Messelement oder Referenzelement für Werte muss es per Definition natürlich aus der Gruppe kommen oder aus dem, was wir messen wollen. Also irgendwas davon. Ja? Es muss etwas sein, was Materie ist, was echt ist. So. Und es kann nicht einfach irgendwie was Fiktives sein. Und die Frage ist, was nimmt man da jetzt? Ja? Und jetzt machen wir mal nicht den Ansatz, den die Menschen 5000 Jahre gemacht haben, wir machen Trial and Error, sondern wir versuchen das jetzt mal logisch herzuleiten. Also die radioaktiven Elemente fallen raus, weil die verlieren über die Zeit Gewicht und sind auch nicht stabil und auch nicht besonders gesund. Ja? So. Ja, haben wir diese Gruppe der Elemente. Dann macht es Sinn, die edlen Elemente rauszusuchen, weil die nicht sehr einfach mit anderen Dingen reagieren. Die bleiben stabil in dem Luft und Wasser gemischt, in dem wir uns hier auf der Welt finden. Ja? Das heißt, wir haben die Edelmetalle und die Edelgase noch übrig, die sehr reaktionsträge sind, sagen wir es mal so. Die Gase, ja, die sind zwar gut teilbar, also aus dem Prinzip der Teilbarkeit, aber selbst heute Gase wirklich einzufangen in Containern, dass da nichts entweicht, ist immer noch schwierig und viele davon sind auch giftig für den Menschen. Also nicht, was wir jetzt sagen würden, das ist für den Alltagsgebrauch besonders gut. Schmeißen wir mal die Gase raus, haben wir jetzt noch die Edelmetalle übrig, dann haben wir jetzt hier noch Quecksilber, das ist flüssig, eigentlich gut teilbar, ist schön einfach, aber wer sich an Alice im Wunderland erinnert, den verrückten Hutmacher, ja, also Quecksilber macht mit der Zeit nicht besonders gesund oder geistig gesund. Und Osmium, was da ist, wenn man nicht vorsichtig ist, auch ungiftig. Also schmeißen wir die ungiftigen Elemente oder beschränken wir uns auf die ungiftigen Elemente, was auch dieser Begriff Sound Money, Safe Money ist, und landen bei dieser Gruppe. So, und jetzt können wir noch ein Kriterium heranziehen, die reinen Elemente, das sind halt die Atome, von denen es nur ein stabiles Isotop gibt. Und da fliegt unter anderem auch Silber raus und wir landen bei Gold und bei Rhodium. Da gibt es im Vorkommen einfach 100% aller Isotope sind halt oder aller Vorkommen sind vom gleichen Isotop. Ja, das ist Gold 197 und Rhodium 103. So, das Rhodium, das ist noch nicht sehr lange bekannt. Also
Erst seit ungefähr 200 Jahren fängt der Mensch an, Rhodium anzuhäufen oder zu fördern, Gold schon seit 5000 Jahren. Und das ist, wenn man den Cantillon-Effekt berücksichtigt, ist natürlich, je höher der Bestand ist, desto höher ist der Stock-to-Flow-Wert davon. Das heißt, so geringer ist der Cantillon-Effekt. Das heißt, vielleicht in ein paar hundert Jahren, wenn Rhodium und Gold einen ähnlichen Stock-to-Flow-Bestand hätten, dann könnte man auf diese Alternative wechseln. Aber es sieht so aus, dass selbst mit dem Wissen, das wir jetzt haben, das, was der freie Markt in 5000 Jahre Trial and Error gefunden hat, dass Gold einfach das stabilste Referenzelement ist, was wir in diesem Universum finden können. Und da macht es natürlich Sinn, das als Referenzelement zum Messen von Werten zu nehmen. Aber Gold hat ein Problem. Nämlich genau dann, wenn eine Gesellschaft quasi die Technologie erreicht, um Informationen mit Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten, ja, das elektromagnetische Spektrum, dass man das als Informationsmedium über große Distanzen verwenden kann, dann ist Gold einfach sehr teuer und langsam aufgrund der Masse, die es hat. Das heißt, wir erreichen den Punkt, wo Informationen sehr schnell übertragen werden können, und wenn aber Informationen Wert haben und in Gold transportiert werden müssen, dann ist das sehr teuer und nie möglich, in der gleichen Geschwindigkeit Informationen und Wert auszutauschen. Deswegen neigt Gold zur Zentralisierung, dass es sich möglichst wenig bewegt und dann anfällig ist, um sehr mächtigen Angreifern, wie man auch immer sie nennen will, sozusagen, dass es von denen in Beschlag genommen werden kann. Und bedeutet das jetzt, wir haben Gold als einziges oder stabilstes Element identifiziert, dass das Spiel jetzt vorbei ist, also dass wir an der Stelle nicht weiterkommen? Oder gibt es vielleicht noch ein Element, was wir bisher nicht gesehen haben, was wir übersehen haben? Und klar, es gibt noch die Periode 8 im Periodensystem der Elemente. Da hat man auch schon Namen für die Elemente, aber die sind noch schwerer, noch viel, viel schwerer als Gold. Nur noch wenige Nano- oder Millisekunden überhaupt stabil in diesem Universum. Also, und hilft uns auch nicht mit der Einsteinschen Gleichung. Vielleicht brauchen wir einen anderen Ansatz, um dieses Element zu finden. Und da wäre es im ersten Schritt natürlich wünschenswert, dass es keine Oxidationszustände hat, dass das Element nicht reagiert, stabil ist. Ja? Dann wäre es wünschenswert, dass dieses Element gar kein Gewicht hat, dass es sich wie ein Elektron oder ein Photon mit Lichtgeschwindigkeit bewegen lässt. Und das würde es sozusagen das Element 0 im Periodensystem der Elemente, wenn es das gäbe. Ja? Das erste Element ist Helium. Eigentlich suchen wir nach einem Element mit der Ordnungszahl 0. Dann gibt es noch sowas wie Elektronegativität und Ionisierungsenergie. Das ist jetzt hier nicht besonders zielführend, aber hilft uns vielleicht auf eine Idee zu kommen. Und zwar, alle Elemente binden Energie. Ja? Also alle Materie bindet Energie, und wir bräuchten also ein Element, was wirklich signifikant Energie bindet. Und da gibt es einen Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, dass quasi, nehmen wir Gold zum Beispiel, Gold 197, das besteht aus 79 Protonen und 118 Neutronen, und die Bindungsenergie steckt halt im Atomkern zwischen diesen. Und das liefert uns einen eindeutigen Fingerabdruck. Das heißt, wenn ich wissen will, ob ein Goldatom echt ist, muss ich einfach nur die Protonen und die Neutronen zählen, ermitteln, und dann weiß ich, das ist echtes Gold. Ja, das kann niemand sozusagen aufgrund dieser hohen Bindungsenergie einfach so produzieren, aus dem Nichts schaffen. Und hier ist nochmal ein kurzer Rückblick an die Thermodynamik. Die Gesamtmenge der Energien im Universum ist endlich, die ist final. Ja? Da kann nichts dazukommen, da kann auch nichts verschwinden. Es kann nur Energie von der einen Form in die andere umgewandelt werden. Ja? Es ist jetzt auch egal, welche Zahl wir hier dran schreiben, es ist halt einfach final. Die Energiemenge im Universum ist final. Ja? Und ungefähr 4% davon sind die Dinge, aus denen wir bestehen, die wir sehen können, die wir anfassen können, der Materie, also dem Periodensystem der Elemente zugeordnet. Und Gold sind ja, vielleicht ein Tausendstel davon, von dieser Energiemenge. Aber es ist kontinuierlich, alle Goldatome reservieren einen Teil dieser Energie oder binden sie. So. Und jetzt gibt es in der Physik das sogenannte Landauer-Prinzip, was im Prinzip die Informationstheorie, mit der ich eingestiegen bin, statistische Physik und die Thermodynamik miteinander verbindet. So, da gibt es auch eine Formel dafür, wer sich dafür interessiert. Wichtig ist, dass die
Die Energiemenge, damit sich ein Zustand ändern kann, kann nie null sein. Also es wird immer eine Minimalenergie geben, auch in der Computertechnologie. Ja. Wir sind da noch zwar weit weg von dem theoretischen Minimum, aber es wird nie null sein. Das ist wichtig zu verstehen. Und über sowas, was wir Hash-Funktionen nennen, kann man einen Mechanismus schaffen, den nennen wir Proof of Work. Und der erlaubt uns, dass wenn wir auf eine Zahl schauen, wir müssen nicht dabei gewesen sein, als diese Zahl produziert wurde, als die Zahl erzeugt wurde, aber wir bekommen einen eindeutigen Fingerabdruck, aus dem wir statistisch über die statistische Physik ableiten können, wie viel Energie notwendig war, um so viel Entropie aus dieser Zahl zu entfernen, weil normalerweise müssten alle Stellen gleich wahrscheinlich sein. Also die 0 und die 1, die müssten auf allen Stellen bei einer Hash-Funktion, bei einer guten Hash-Funktion gleich verteilt sein, aber hier haben wir eine gewisse Menge, eine Ordnung. Ja? Also das Gegenteil von Chaos, das Gegenteil von Zufall, eine Ordnung. Und diese Ordnung kann man nur mit Hilfe von Energie herstellen. So. Und wenn ich vor allen Dingen eine Energiequelle oder eine Signalquelle habe, die mir sowas nicht nur einmalig produziert, zum Beispiel alle Stunde oder alle 10 Minuten, dann weiß ich, dass da ein System dahinter steckt, was definitiv Energie braucht. Und das erlaubt es mir, wohl möglich, ein masseloses Element, das hyperlokal ist, das keinen festen Ort hat, was aber energieevident ist, also sozusagen was Echtes ist in diesem Universum und was sogar einfach und günstig für jeden überprüfbar ist. Weil beim Gold die Anzahl der Protonen und Neutronen zählen, das ist halt eine Technologie, die steht nicht sehr vielen Menschen zur Verfügung. Ja, und im November 2008, denke ich, ist genau das passiert. Da hat eine Gruppe von Wissenschaftlern ein Papierdokument, also ein wissenschaftliches Dokument vorgestellt, wie man dieses Element, von dem ich hier spreche, identifizieren und nachweisen kann im Labor. Und haben dann sogar 3 Monate später eine Technologie kostenlos allen zur Verfügung gestellt, wie man sogar bestimmte Einheiten davon synthetisieren kann. Ja? Und dazu haben sie halt noch das Problem der absoluten Knappheit gelöst. Ja, also das ist quasi langfristig, heute noch nicht, aber in ungefähr 120 Jahren wird der Cantillon-Effekt bei diesem Element, wenn man es als Geld verwenden würde, gegen Null gehen oder komplett Null sein. Und ich habe thermodynamisch garantierte Eigentumsrechte. Also ich habe nicht irgendwie eine Institution oder eine Gruppe von Soldaten, die mir diese Eigentumsrechte garantiert, sondern das Universum garantiert mir diese Eigentumsrechte thermodynamisch. Ja, sie haben das Problem der byzantinischen Fehler gelöst, dass man sogar die Eigentumsverhältnisse über öffentliche Nachrichtenkanäle, die nicht sicher verschlüsselt sind, austauschen kann ohne Probleme. Alle 10 Minuten meldet sich sozusagen dieser Prozess und sagt, ich binde immer noch Energie, ich bin noch da, ich bin nicht verschwunden. Es gibt keinen zentralen Stationsbetreiber, weil man muss sich das wie eine Radiostation vorstellen, wo an alle kommuniziert wird, dass es dieses Element gibt. Und die Glaubwürdigkeit und Reputation der Signalquelle ist völlig irrelevant. Egal von wem ich diese Informationen bekomme, ich schaue auf diesen Hashwert, auf diese Zahl und sehe statistisch aus der Physik, dass das eine überwältigende Menge ist und da ein echter Prozess dahinter steht. Ja, und die Personen, die sozusagen dieses Element vorgeschlagen haben, haben dem auch einen Namen gegeben, Bitcoin. Ein Formelzeichen fürs Periodensystem der Elemente haben sie gegeben und sogar eine Farbe, die es im Periodensystem der Elemente einordnet. Und ja, dieses Element hat inzwischen Stock-to-Flow-Parität mit Gold erreicht. Ja, also zählt zu den knappsten Elementen, die dem Menschen in seiner Geschichte zur Verfügung standen. Ist aber jetzt nicht für jeden gleich gut geeignet. Ja? Also eher für die Menschen, die sich eine katalaktische Zukunft, das ist was Ludwig von Mises geprägt hat, vorstellen, also einen wirklich freien Markt, also eine ungehemmte Marktwirtschaft, würde man sagen, wo es halt wo es spontane Ordnungen gibt, wie sich Menschen zusammenfinden. Und dieses Bitcoin-Element ist jetzt für eine Preisstabilitätstheokratie nicht geeignet. Und genauso wie das geozentrische Modell und das heliozentrische Modell, also es gab ja lange sozusagen die Vorstellung der Menschen, dass sich alles um die Erde dreht, und dann kam Galileo mit seinem heliozentrischen Irrsinn, dass sich sozusagen alles um die Sonne, Helio,
drehen sollte, und die waren unvereinbar. Ja, also man konnte da keinen Konsens finden, die waren gegenseitig ausschließend, und er hat gemerkt, dass er dagegen nicht ankämpft, und musste widerrufen, und erst zu Ende seines Lebens hat er dann gesagt, und sie dreht sich doch, und konnte aber nachweisen quasi mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten und auch mit den technischen Erfindungen wie dem Teleskop, dass viele Menschen in der Lage waren, selber herauszufinden, was von den beiden stimmt. Das hat natürlich Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert, aber hat schlussendlich dann auch offiziell zum Widerruf des geozentrischen Modells geführt. Und ähnlich könnte es sein, dass mit den Ideen und den wissenschaftlichen Überlegungen und Dokumenten und den Technologien, die daraus jetzt entstehen, mit der Zeit sich auch durchsetzen könnte, dass nicht Preisstabilität das ist, wofür wir überhaupt Märkte brauchen, sondern eine ungestörte Preisfindung die Funktion von Märkten ist, die uns als Gesellschaft und als Zivilisation weiterbringt, und dass wir eine Messgrößenstabilität brauchen und keine Preisstabilität. Ja, wir wollen über die Zeit vergleichen, werden wir effizienter, werden wir besser oder gehen wir in die falsche Richtung. Ja? Und das ist im Prinzip jetzt mein Schluss, dass ich sage, Bitcoin ist auf jeden Fall ein Geldkandidat für ein finales Geld, weil wir sind jetzt auf der Informationsebene, was noch kleineres ist nicht denkbar, was danach kommen kann. Und wir haben jetzt ein masseloses, hyperlokales Geld, ja? Und wir haben sogar die Möglichkeit, dass Bitcoin entwickelt sich ja Stück für Stück weiter. Also wir haben jetzt demnächst die Taproot-Aktivierung, ich glaube, da sprechen wir heute auch noch dazu. Also Bitcoin ist auch nicht so fest wie Gold, dass es halt diese Eigenschaften für immer hat, sondern es kann sich weiterentwickeln. Aber sollte es irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir brauchen jetzt was völlig anderes, aber trotzdem ein energiebasiertes, masseloses, hyperlokales Geld, dann könnte man die bestehenden Eigentumsrechte, die Besitzverteilung, könnte man in diese völlig fremdartige neue Technologie auch importieren. Man muss nicht jedes Mal immer wieder von Null anfangen und diese Verteilung der Eigentumsrechte von Neuem starten. Ja? Also das heißt, dieses UTXO-Set, wie wir es in Bitcoin haben, könnte man auch in Zukunft in eine völlig andere Technologie importieren, einbinden und darauf weitermachen, weil man merkt, wir kommen in der Weiterentwicklung mit Bitcoin nicht mehr vorwärts, wir brauchen was komplett anderes. Aber die Besitzverhältnisse, die können übernommen werden. Ja? Und genau, aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Wer eher so eine Preisstabilitätsdiktatur mag oder davon profitiert, für den ist jetzt vielleicht Bitcoin nicht das ideale Geld, aber wer in so eine katalaktische Zukunft oder starke Eigentumsverhältnisse, Freiheit und Libertarismus sich wünscht und sozusagen noch das härteste Geld, was der Mensch je erfunden hat, was hyperlokal ist und schwer konfisziert und weggenommen werden kann, für den ist Bitcoin momentan die einzige Alternative, die es da draußen gibt.